In diesem Video zeige ich dir, wie du einen Reißverschluss in eine Stoffhose einsetzt. Ich zeige dir das am Beispiel von meinem Schnittmuster, dieser Hose hier, aber das kannst du auch an jedem anderen Schnittmuster anwenden oder vielleicht sogar für deinen eigenen Schnitt benutzen. Ich zeige dir in dem Video eine klassische Variante mit 2 Belegen, also jeweils links und rechts. Das heißt, wenn man die Hose öffnet, dann sieht man nur den Hauptstoff oder vielleicht auch einen Futterstoff und das lässt das Ganze sehr hochwertig wirken. Auch von hinten ist das Ganze schön verarbeitet und wie das genau geht, das erkläre ich dir jetzt. Wir beginnen mit der Vorbereitung, denn für den Reißverschluss müssen in der Regel einige Schnittteile mit etwas Bügelvlies verstärkt werden. Ich habe jetzt hier schon mal das Vorder- und Rückteil zugeschnitten, das siehst du hier vor dir. Und wenn du mein Schnittmuster nähst, dann siehst du jetzt hier unten rechts, welche Schnittteile du mit Bügelvlies verstärken musst. In der Regel sind das aber die Belege links und rechts. Welches Bügelvlies du brauchst, das hängt von deiner Stoffauswahl ab. Wenn du mein Schnittmuster verwendest, dann würde ich dir so eine ganz dünne Fließeinlage empfehlen, denn das Schnittmuster ist für lockere, leichte Stoffe gemacht und dementsprechend muss auch die Fließeinlage sehr leicht sein. Ich habe die Bügeleinlage jetzt schon hier auf diesem Reststück aufgebügelt, das sieht man sehr schlecht im Video. Und jetzt kann ich daraus die Schnittteile zuschneiden. Den rechten Beleg, den kannst du jetzt schon mal links auf links an den Knipsen entlang längs falten und dann abbügeln. Außerdem brauchen wir natürlich einen Reißverschluss. Ich nehme hier so einen Kunststoff-Reißverschluss, weil ich das für die leichten Stoffe, in meinem Fall für mein Schnittmuster am schönsten finde. Der kann auch ruhig ein bisschen zu lang sein, das ist gar nicht schlimm. Das können wir am Ende abschneiden. Und dann können wir auch schon mit der Nähanleitung beginnen. Dafür lege ich als erstes die beiden Vorderteile rechts auf rechts aufeinander. Als erstes schließen wir vorne die Schrittnaht und zwar vom Knips die Rundung runter bis zum Rand. Nutz dafür erstmal deine Nähmaschine. Falls du eine Overlock hast, dann kannst du die später einsetzen. Aber jetzt werden alle Nähte erstmal mit der Nähmaschine vernäht. Du siehst, ich habe hier genau am Knips angesetzt, also stichgenau am Knips und dann runtergenäht. Generell ist es sehr wichtig, dass du in den ganzen Schritten stichgenau nähst. Also wenn du einen Knips siehst, dann sollten die Stiche wirklich genau dort ansetzen bzw. aufhören, damit am Ende alles richtig passt. Und dann starten wir auch schon den Reißverschluss einzunähen bzw. beginnen mit dem Stecken. Dadurch, dass die beiden Vorderteile schon verbunden sind an der Schrittnaht, muss ich den Reißverschluss zwischen die beiden Schnittteile stecken. Ich beginne mit dem rechten Vorderteil und lege mir den Reißverschluss rechts auf das rechte Vorderteil. Das Ganze stecke ich mir mit Nadeln fest. Du siehst, ich stecke das rechte Vorderteil so, dass der 1 Zentimeter, der da übersteht, da wo der Reißverschluss angebracht wird, auch weiterhin überstehen bleibt. Da kannst du dich auch wieder an den Knipsen orientieren für die richtige Positionierung des Reißverschlusses. Und fürs Nähen ist es einfacher, wenn du den Reißverschluss öffnest. Das habe ich jetzt hier noch nachträglich gemacht und meine Nadeln nochmal angepasst. Und dann geht es an die Nähmaschine. Du siehst, ich nähe hier mit einem ganz normalen Nähfüßchen, also du brauchst nicht unbedingt ein spezielles Reißverschluss-Nähfüßchen. Ist natürlich gut, wenn du eins hast, aber gerade bei den Kunststoff-Reißverschlüssen geht es auch super mit dem normalen Nähfuß. Du siehst, ich nähe hier knappkantig zum Reißverschluss hin, also nicht mittig, sondern knappkantig Richtung Reißverschluss. Und jetzt nähst du runter, bis du die Markierung des Reißverschlusses erreicht hast. Und das ist nämlich dieser 1 cm Vorsprung, den du in dem Schnittmuster siehst. Und der markiert jetzt auch, wo der Reißverschluss aufhören sollte. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt nehme ich mir den rechten Beleg, den ich am rechten Vorderteil anbringe. Ich lege den Beleg rechts auf das Vorderteil bzw. auf den Reißverschluss. Der Reißverschluss ist jetzt zwischen den beiden Lagen. Du siehst hier, dass die beiden Knipse vom Beleg und von der Hose genau aufeinandertreffen. Das stecke ich mir jetzt mit ein paar Nadeln fest. Um den Beleg jetzt anzunähen, möchte ich genau über die Naht nähen, die wir vorher schon genäht haben. Fortgeschrittene NäherInnen könnten das natürlich direkt in einem Schritt machen, aber ich fand es jetzt einfacher, das in 2 Schritten zu erklären. Deshalb drehe ich das Schnittmuster jetzt einmal um und nähe genau über die vorherige Naht, in der wir den Reißverschluss angenäht haben. Und wenn du das gemacht hast, dann sollte dein Reißverschluss jetzt so aussehen. Als nächstes kannst du deine Overlock zur Hand nehmen oder alternativ einen Zickzackstich deiner Nähmaschine, um die offenen Kanten zu versäubern. Die gerade Strecke des Belegs, die versäubere ich zusammen mit der Nahtzugabe des Vorderteils. Die kurze Strecke des Belegs wird einzeln versäubert, also nur der Beleg an sich.
Außerdem werde ich jetzt auch noch die Rundung von der Schrittnaht ebenfalls versäubern. So sieht das jetzt aus. Gerade die Rundung, das kann ein bisschen tricky sein, also nimm dir da ruhig Zeit, und wenn da 1-2 mm nicht versäubert sind, dann ist das auch kein Weltuntergang. Du siehst, hinten habe ich die Nahtzugabe zusammen mit dem Beleg versäubert. Der Reißverschluss ist quasi in der Naht verschwunden und die kurze Strecke habe ich einzeln versäubert. Und jetzt öffne ich den Reißverschluss wieder und werde jetzt den Reißverschluss knappkantig am rechten Vorderteil absteppen. Unten angekommen klappe ich dann die Nahtzugabe von der Rundung ein kleines bisschen zurück, um wirklich bis nach unten hin abzusteppen. Das sieht jetzt so aus, und jetzt nehme ich mir den linken Beleg und lege den rechts auf das linke Vorderteil, also quasi in das linke Vorderteil hinein, denn die beiden Vorderteile sind ja schon geschlossen. Das stecke ich mir mit ein paar Nadeln fest. Das Ende des Belegs sollte genau an der vorherigen Naht enden, also da sollte sich nichts einkräuseln, sondern der Beleg sollte flach aufliegen. Jetzt nähe ich den Beleg an das linke Vorderteil, und zwar wieder mit einem Geradstich. Mit deiner neuen Naht wirst du wahrscheinlich auf die allererste Naht treffen, die Schrittnaht. Und da ist es nur ganz wichtig, dass du eher ein bisschen schmaler, also vielleicht ein bisschen weniger Nahtzugabe nimmst, zum Beispiel 0,8, als zu viel. Du solltest nämlich nicht breiter als die erste Naht werden, denn dann könnte sich die Hose von vorne kräuseln. Deshalb entweder triffst du genau auf die Naht oder ein bisschen davor. Hier siehst du jetzt schon, habe ich den Beleg angenäht, und unten ist es jetzt ein bisschen schwierig, da mit dem Nähfüßchen bis ganz nach unten zu nähen. Deshalb habe ich die Hose nochmal rausgezogen aus meiner Nähmaschine, gewendet und nähe jetzt nochmal von unten hoch bis zum Ende meiner Naht. Und so kann ich sicherstellen, dass der Beleg wirklich von oben bis unten sauber befestigt ist. Bügel den Beleg jetzt einmal an der Naht um, und jetzt kannst du auch hier den Beleg wieder knappkantig an der Nahtzugabe absteppen. Und jetzt kannst du den linken Beleg und hier diese kleine Aussparung auch nochmal mit der Overlock abnähen oder mit einem Zickzackstich an deiner Nähmaschine. Dreh die Hose jetzt einmal auf rechts und schau, ob alles so passt, ob wirklich alles schön aufeinander liegt, und steck dir das Ganze jetzt mit einer Nadel fest. Also so wie du den Reißverschluss am Ende final haben möchtest, sollte die Nadel das jetzt fixieren. Dann kannst du die Hose auf links wenden, und jetzt können wir nämlich von links die linke Seite des Reißverschlusses am linken Beleg feststecken. Mit der Nadel von vorne verhindern wir, dass sich der Reißverschluss von hinten verzieht und dann vielleicht von vorne nicht mehr passt. Die Nadeln gehen aber nur durch den linken Beleg und den Reißverschluss, nicht durch das Vorderteil. Jetzt kannst du den Reißverschluss vorsichtig von vorne öffnen und ihn dann an den linken Beleg annähen mit einem Geradstich. Für dich als Orientierung, der linke Teil des Reißverschlusses sollte ungefähr mittig auf dem Beleg aufliegen. Das sollte sicherstellen, dass der Reißverschluss dann am Ende von vorne auch wirklich passt, nichts zu lang oder zu kurz ist oder sich verzieht. Und von vorne sollte die Hose jetzt so aussehen. Wir haben keine Wellen, keine Falten, der Reißverschluss schließt ganz sauber. Sollte irgendetwas nicht geklappt haben oder du stellst fest, dass da irgendwas nicht passt am Reißverschluss, dann musst du die Naht nochmal auftrennen und den letzten Schritt wiederholen.
Jetzt geht es an die typische Steppung, die man auf den Hosen vorne sieht, und die zeichnen wir uns jetzt an mit einem Trickmarker. Ich habe hier so einen Kreidestift und da kannst du dir entweder das Schnittmuster zur Hilfe nehmen oder das so ein bisschen freestylen, wie ich das hier mache. Grundsätzlich kannst du dich aber oben am Knips orientieren, da geht's los, und du solltest unten am Reißverschluss enden mit der Naht. Und die Steppung kannst du jetzt mit einem Geradstich nähen. Achte darauf, dass die wirklich nur durch den Beleg und das Vorderteil geht und dass du nicht aus Versehen noch den zweiten Beleg erwischst. Lass dir für die Steppung ruhig ein bisschen Zeit und mach das mit Ruhe. Immerhin wird man das immer von vorne sehen, deshalb sollte die wirklich schön ordentlich sein. Meine Steppung ist jetzt fertig, so sieht das jetzt aus. Und wenn du die Hose auf links drehst, wirst du sehen, dass der zweite Beleg dann noch so rumhängt. Und den wollen wir jetzt mit einer zweiten kleinen Naht noch befestigen. Das heißt, wir nähen jetzt nochmal über die erste Steppung drüber, aber nur so, dass wir den zweiten Beleg damit einschließen. Das heißt, die neue Naht, das wird wirklich eine ganz kurze Naht, wo wir nur nochmal den Beleg mit absteppen. Und das sieht jetzt so aus. Jetzt ist dein Reißverschluss auch schon fast fertig. Du siehst, ich habe ja einen etwas längeren Reißverschluss und deshalb habe ich jetzt hier nochmal mit ein paar Stichen den Reißverschluss fixiert. Denn im nächsten Schritt nehme ich mir die Schere und kürze den einfach so, wie ich den brauche, beziehungsweise wie er dann auch nicht nervt, und das wäre unter dem Beleg. Es ist ganz wichtig, dass du das vorher abnähst, damit sich der Reißverschluss nicht jetzt nach oben hin auflöst und du den dann nicht mehr zubekommst. Deshalb immer unbedingt vorher abnähen und dann abschneiden. Und damit ist der Reißverschluss fertig. So sieht das Ergebnis aus. Ich hoffe, er gefällt dir und du konntest aus dem Video ein bisschen was lernen. Falls ja, dann freue ich mich wie immer sehr, wenn du den Kanal abonnierst, vielleicht ein Like da lässt oder einen Kommentar hinterlässt. Und wir sehen uns sehr bald zu einem neuen Video.